Hallo Bosco! Hallo Rebecca. Wie viel sind 3b plus 2b? Na, 5b. Richtig! Als Belohnung kriegst du die 5 Bonbons. Danke. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich Bonbons krieg, hätte ich 100b gesagt. Herzlich willkommen zu unserem Hallo. zweiten Video in der Reihe der Terme. Heute geht es um Addition und Subtraktion mehrerer Variablen. Also Buchstaben. Richtig! Und um die Multiplikation kümmern wir uns im nächsten Video. Am besten bei jeder Aufgabe das Video pausieren und selbst rechnen. Gute Idee. Los geht's. 3a minus 2b plus 2a minus 6b. Gut. Wir schauen uns diese Aufgaben an, so in Teilstückchen, immer von einem Plus oder Minus bis zum nächsten Plus oder Minus. Und dabei musst du wissen, vor der 3 steht ja gar nichts. Ja. Und dann steht da immer ein unsichtbares Plus davor. Ah. Da fängt das also an mit diesen Teilstückchen und dann gehst du immer bis zum nächsten Plus oder Minus. Und ich würde sagen, du sortierst die Aufgabe erstmal so um, dass die ganzen A's vorne stehen und die B's hinten stehen. Aber bei Minus darf man doch gar nicht vertauschen. Darfst du schon, Okay. wenn du das Vorzeichen mit vertauscht. Also das Vorzeichen gehört immer zu dem Teilterm, der da hinten dran steht. Und da muss es eben auch dabei bleiben beim Tauschen. Dann darf man auch bei Minus tauschen. Na gut, also heißt es dann 3a plus 2a minus 2b minus 6b. Richtig. Ha. Und jetzt stellst du dir vor, diese Buchstaben wären wie so Nachnamen. Also da gibt es welche, die heißen jetzt halt A oder sind zur Familie A zugehörig. Und dann gibt es welche von der Familie B. Und die wollen jetzt jeweils feiern. Die A's feiern zusammen und die B's feiern zusammen. Aber eben nicht auf der gleichen Party. 3a plus 2a sind 5a. Und 2b, oh, da ist ein Minuszeichen. Minus 2b minus 6b sind minus 8b. Korrekt. Gut, Bosco. Sehr schön. Nochmal die Kurve gekriegt. X plus xz plus 2x plus x plus 3zx. Ja. Welche Nachnamen haben wir hier? Na, die Familie x, die Familie xz, die Familie 2x. Oh, stopp. Und Mit Nachnamen oder Familiennamen meine ich wirklich nur die Buchstaben. Also die 2, die davor steht, gehört nicht mit zum Namen, sondern die sagt nur, wie viele es davon gibt. also dann haben wir 2 von der Familie x. Ja, Dann noch einen von der Familie x und dann gibt es noch die Familie zx. Bosco, das ist auch keine neue Familie. Jetzt noch eine wichtige Info. Immer, wenn da 2 Buchstaben direkt nebeneinander stehen und nichts dazwischen steht, ist da immer ein unsichtbares Mal. Und beim Mal darfst du ja auch die Reihenfolge vertauschen. Vertauschen. Also ist zx dasselbe wie z mal x. Ja, Also ist das eigentlich die Familie xz. korrekt. Ah ja. Dann sortiere ich jetzt mal. Gut. X plus 2x plus x plus xz plus 3xz. Sehr schön. Genau. Jetzt hast du also die nach Familiennamen sortiert und jetzt können sich die ganzen X auf einer Party treffen und die XZ treffen sich auf einer Party. Na, dann habe ich 4x plus 4xz. Sehr schön. Puh. Geht doch. Ja? 8b plus b hoch 2 plus 4b minus 3b. Welche Familien hast du jetzt? Na, nur die Familie b, weil alles andere sind ja Zahlen. Bosco, Achtung. Das b hoch 2 ist leider eine andere Familie als b, denn b hoch 2 bedeutet ja eigentlich b mal b. Kann man also auch als bb schreiben und bb ist was anderes als b. Puh, ach so. Also hast du hier 2 Familien, die Familie b und die Familie b hoch 2 oder auch b Quadrat. Na gut. Dann sortier die jetzt erstmal so, dass die b's alle zusammenstehen. Dann habe ich 8b plus 4b plus 3b minus b hoch 2. Bosco, Ma. jetzt hast du auf das Minus nicht aufgepasst.
beim Umsortieren muss das Minus da bleiben, wo es hingehört. Ah, Und das b hoch 2 hatte vorher ja kein Minus, also darf es jetzt auch keins haben. ja. Dann eben 8b plus 4b minus 3b plus b hoch 2. Genau, weil das Minus gehört nämlich zu den 3b und da muss es auch bleiben. Dann kommt raus 9b plus b hoch 2. Korrekt. Aber was ist denn jetzt mit dem b hoch 2? Ja, was soll mit dem sein? Na, ist er alleine auf seiner Party? Ja, der feiert jetzt halt ganz alleine Geburtstag. Na, das ist aber keine lustige Party. Es gibt halt auch Partys mit nur einem Gast. Ja. b plus 5 plus 3,1b plus 4,2. Genau. Welche Familien haben wir hier? Na, nur die Familie b. Alles andere sind ja Zahlen und jetzt sind auch keine Hochzahlen dabei. Das stimmt leider nicht, Bosco. Ich muss dir noch ein Geheimnis verraten. Noch eins. Ja, es gibt nämlich auch Terme, die haben gar keinen Nachnamen. Du meinst die 5 und die 4,2. Ja, genau. Ah. Also ich weiß jetzt nicht, wie das passieren kann, dass man keinen Nachnamen hat. Vielleicht sind das Waisenkinder, die einfach nicht wissen, zu welcher Familie sie gehören. Und ich weiß, was mit denen los ist. Was denn? Das sind Handpuppen, so wie ich. Ich heiße ja auch Bosco und habe keinen Nachnamen. Ach so, stimmt. Das könnte Ah. natürlich sein. Ja. Also das heißt, bei dieser Aufgabe haben wir tatsächlich wieder zwei Familien. Einerseits die Bs Ja. und dann die nachnamenlosen Handpuppen oder so. Also b plus 3,1b plus 5 plus 4,2. Sehr gut umsortiert, genau. Und jetzt können die sich auf ihrer jeweiligen Party treffen. Na, dann habe ich 4,1b plus 9,2. Sehr schön. Sehr gut. Gut. 3x minus 2,5a plus 8ax plus a plus 6x minus 0,5a minus 2xa. Wann denkst du denn sowas aus? Welche Familien hast du denn hier, Bosco? Na, die Familie X, die Familie A und die Familie AX. XA ist ja dasselbe wie die Familie AX. Super. Das weiß ich jetzt, weil man die Buchstabenreihenfolge verändern darf. Gut aufgepasst. Wenigstens etwas. Ja, und weil du jetzt schon so viel geübt hast, Bosco, brauchst du jetzt nicht mehr die umsortiert aufzuschreiben. Das Danke. reicht, die farbig zu markieren und dann darfst du direkt die Familien zusammenführen. Okay. 3x plus 6x sind 9x. Minus 2,5a plus a sind minus 1,5a. Minus 0,5a sind minus 2a. Schön, ja. Und die letzte Familie plus 8ax minus 2xa ist gleich 6ax. Sehr schön. Hm? Gut. Aber woher weiß ich eigentlich, welche Party zuerst stattfindet? Wie meinst du zuerst stattfindet? Na, welche Party schreibe ich als erste hin, welche danach? Ach so, gute Ja. Frage, Bosco. Ja. Also wenn du das ganz ordentlich machen wolltest, Will ich dann nicht. könntest du die Nachnamen nach Alphabet sortieren. Also Okay. dann würdest du aufschreiben minus 2a plus 6ax plus 9x. Okay. Oder du könntest die so sortieren, dass du erst die Nachnamen mit nur einem Buchstaben nach dem Alphabet sortierst, aufschreibst und dann die anderen. Dann würdest du schreiben minus 2a plus 9x plus 6ax. Wieso habe ich nur gefragt? 8ab plus 2a. Na, willst du mich veräppeln? Das kann ich doch gar nicht vereinfachen. Das ist schon fertig. Die Familie AB feiert zu 8 und die Familie A zu 2. Ah, sehr gut, Bosco. Ja, ich wollte dich tatsächlich reinlegen, aber Ach. du bist zu clever für mich. Du siehst, ich habe das schon gut verstanden. Ja, dann reicht's ja, wenn wir noch eine Aufgabe machen. Ja, die letzte. 16x minus 7x hoch 2 minus 5 plus 3x plus 2x hoch 2 minus 7x minus 7 plus 5x hoch 2. Na, das ist mal eine letzte Aufgabe. Also, es gibt 3 verschiedene Familien. Die eine heißt x hoch 2, die andere heißt x. Und dann noch die ohne Nachnamen, die nachnamenlosen. Sehr schön. Gut. Dann fange ich mit der x-Familie an. 16x plus 3x
minus 7x sind 12x. Dann minus 7x hoch 2 plus 2x hoch 2 plus 5x hoch 2, ist 0. Und da fällt die Party der Familie x hoch 2 wohl aus. Keine Gäste mehr übrig. Genau. Jetzt die Namenlosen. Minus 5 minus 7 ist gleich minus 12. Also habe ich am Ende 12x minus 12. Genau. Sehr schön, Bosco. Puh. Boah, ich bin so stolz auf dich. Ich auch. Du hast so super gerechnet. Ich finde, das sollten wir feiern. Ja, feiern gerne, aber nicht auf der gleichen Party. Was? Ich feiere mit meinen Geierfreunden. Dann feiere ich halt mit den Mathematikern. Na, das klingt aber nach Spaß. Was gibt's bei euch zu essen? Buchstabensuppe? Dann feiern wir eben getrennt. Unbedingt. Tschüss.